Beschreibung des Bodenprofils. Ja, hier profiliert nicht mehr viel. Das ist aber gefährlich. Da ist übrigens ein Basin, falls ihr wieder Bock habt. Könnt ihr ein bisschen kehren. Sieht aus wie Schwein. Gude. Tja, wie ihr seht, bin ich bei absolutem beschissenen Wetter eine kleine Wanderung am machen. Und zwar wandere ich jetzt gerade eine Tour des Moseltal-Seitensprungs, und zwar die Mollenwald-Tour. Ja, eigentlich hatte der Wetterbericht was ganz anderes angesagt, aber naja, wie ihr seht, so jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich auch. Naja, der ganze Regen kommt von da hinten. Wie ihr seht, da hinten ist es absolut dunkel. Das heißt, es wird jetzt auch wahrscheinlich noch so laut Wetterradar ein Stündchen weitergehen. Und ja, scheiß drauf. Ich bewege mich jetzt einfach mal und wenn ihr Lust habt, kommt da mit. Während ich hier so ein bisschen rumlatsche, kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Die Mollenwald-Tour gibt es jetzt seit 1,5 Jahren circa. Steht aber nicht auf der offiziellen Homepage vom Moselsteig Seitensprung. Ist also immer noch nicht eingetragen. Gut, das nennt man dann Deutschlandgeschwindigkeit. Ne? Und ja, ich habe die nur durch Zufall entdeckt, weil ich die Schilder gesehen habe, als ich hier den Moselhöhenweg entlang gelatscht bin. Ja, dies ist ein Rundkurs, wie bei allen. 10,5 Kilometer lang und führt, wie gesagt, durch den Mollenwald. Ja, der Regen hat zum Glück nachgelassen. Es dribbelt nur ein bisschen. Ich denke mal, das meiste kommt von Bäumen. Und ja, das heißt, ich werde mich jetzt bei doch relativ gutem Wetter hier hochquälen. Ich habe natürlich meine Trekkingstöcke vergessen. Das ist natürlich super. Das heißt, ich muss jetzt mit den Beinen alleine ackern. Weil wollte ich denen eigentlich ein bisschen Entspannung geben, weil ich habe jetzt die letzten Tage, bis auf gestern, jeden Tag immer um die 20, 25 Kilometer, je nachdem, wie ich gerade Bock hatte. Gestern habe ich dann mal einen Entspannungstag eingelegt, weil ich das eigentlich auch gar nicht gewohnt bin, so viel zu gehen. Also zumindest nicht so viele Tage hintereinander. Wie gesagt, teilweise führt der Mollenwald oder die Mollenwald-Tour entlang des Moselsteigs bzw. Moselhöhenweg und was ich gerade gesehen habe, auch wohl dem Mosel bzw. Eifel-Camino. Die treffen sich ja dann in Klausen. Dann kann ich auf jeden Fall wieder eine Teilstrecke Moselsteig, Moselhöhenweg schon mal abhaken, obwohl ich irgendwann mal vorhabe, das Ganze an einem Stück zu machen. Mal gucken, wann ich Zeit habe. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 Kilometer hinter mir. Es könnten auch noch 200-300 Meter mehr sein, weil ich habe natürlich mal wieder vergessen, rechtzeitig zu tracken. So ist das, wenn man alt wird. Ja, bis jetzt war eigentlich außer dem Baumleerpfad eigentlich noch nichts Spannendes. Es geht hoch, es geht runter. Durch liebliche Landschaft zwischen verregneten Wäldern. Nobody is here in this atmosphere. Scheiße, hier sieht es wieder aus, ey. Oh, leck doch mit Ärmel. Wo war ich jetzt? Habe ich total vergessen. Beschreibung des Bodenprofils. Ja, hier profiliert nicht mehr viel. Ja, wie gesagt, bei dem Scheißwetter ist ja auch freiwillig keiner unterwegs. Obwohl es jetzt eigentlich gerade wieder besser wird. Vielleicht habe ich jetzt doch gerade in den richtigen Moment abgepasst, aber wenn ich das Regenradar richtig im Kopf habe, dann kommt da noch was auf mich zu. Und ja, wir werden halt sehen,
ob es sich lohnt, den Regenponcho anzulassen oder nicht. Also momentan will ich ihn nicht ausziehen, weil sonst kann ich ihn gleich wieder anziehen, ausziehen, anziehen. Dafür bin ich auch zu faul. Ich will vermeiden, durch hohe Gräser zu laufen. Ich habe mir gestern schon eine Zecke aus meinem Panz rausgepult. Ich hatte auch schon Schiss, dass ich sie abgerissen hatte, also den Kopf. Zum Glück. Ich weiß nicht, was es war. Es war auf jeden Fall nichts mehr in der Wunde drin. Gegönnt, den Regenponcho doch auszuziehen. Es sieht zumindest mal nach keinem Regen mehr aus, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, scheiße. Ja, 3,4 Kilometer. Ich kann schon wieder ein paar Meter abziehen, weil ich schon wieder gelatscht bin, ohne zu trecken. Ich bin zu alt für die Scheiße. Ja, bis jetzt ging es nur hoch und runter, hoch und runter. Kamen mir 3 Leitchen entgegen mit ihren süßen Hunden, die waren echt süß. Also die Hunde. Und ja, und boah, ich hoffe, es kommt hier noch was, weil ich war schon mal auf dem Longischer Sauerbrunnen unterwegs. Ich glaube, ist das Muldensteig, Seidenbrunnen oder Traumschleife, ich weiß es gar nicht mehr. Und war gar nichts zu sehen. Das ist einfach nur ein Weg, den kannst du mal rundlaufen, wenn du Spaß hast an Bewegung, aber da hört schon auf. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Da hinten. Mensch, dreh mal die Kamera. So, da seht ihr es. Da kommt die Sonne raus. Ja, das habe ich gern. Ja, aber so richtig auch nicht. Es fängt schon wieder an zu tropfen. Ne? Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ich habe keine Lust, schon wieder einen Regenponcho drüber zu ziehen. Und ich habe mich doch wieder in den Regenponcho reingequält. Zwischendurch hat es doch relativ stark geregnet, dass ich wirklich alles wegpacken musste. Ja, es ist kein perfektes Wanderwetter und zum Filmen eigentlich schon gar nicht geeignet. Vor allen Dingen, wenn man eine Kamera hat, die nicht wasserdicht ist. Gut, dafür ist sie auch nicht gemacht. Ist ja nicht zum Tauchen oder so. Nichtsdestotrotz, ich werde das jetzt durchziehen. Ich habe jetzt schon knapp 7 Kilometer hinter mir. Ich muss natürlich immer die 500 Meter, die mir fehlen, ich habe dann irgendwann mal nachgeguckt, natürlich noch oben drauf rechnen. Und auch wenn die Aufzeichnung was anderes sagt. Ja, ich befinde mich jetzt hier irgendwie an einem obersten Punkt. Ich bin jetzt die ganze Zeit nur bergauf, bergauf, bergauf. Und irgendwie, ja, da kamen mir mal ein paar Weiher entgegen. Da waren dann noch mal ein paar Leute, die gefischt haben und so. Aber bis jetzt ist nichts irgendwie hier, was erwähnenswert wäre. Wo man echt sagen kann, so, boah, natürlich ist die Landschaft super, ne? So mitten im Wald, frische Luft und absolute Ruhe, was wohl auch dem Wetter geschuldet ist, dass mir hier nicht ständig jemand entgegenkommt. Und, aber so vom Sightseeing aus gesehen ist hier bis jetzt noch nichts gewesen. Ja Leute, nur ganz kurzer Ausblick. Bei dem scheiß Wetter hole ich jetzt nicht die Kamera raus, mache jetzt auch nicht extra das Mikro an. Ist halt so. Ja. Darunter müssen wir nachher. Könnte man ja fast schon dran steigen lassen. Naja. Freudenwald, Moselblick. Sehr schön. So
Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir die smuddelige Linse, aber naja, bei dem Wetter, ich habe nichts zum Abwischen dabei, außer das Dingelchen hier, aber naja. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade auf einem, naja, verwunschenen Weg will ich jetzt nicht sagen, aber jetzt kommt das so langsam mal in die Richtung, wo ich sage, so, boah, das wär's. So wandertechnisch, das ist richtig schön, so schmale Pfade, da ist wieder ein kleines tiefes Bächchen, eine Mini-Klamm und das kommt so langsam dem mir entgegen, wo ich sage, so, boah, ja, das ist geil, so kannst du wandern. Eben waren noch 2 Damen hinter mir, denen bin ich vorbei, die haben sich total erschreckt. Also, ich glaube zwar nicht, dass sie das sehen, aber es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ich dachte eigentlich, dass sie mich hören, so wie ich geschnauft habe, weil davor ging es einen richtig steilen Anstieg hoch. Und so mal von der sportlichen Seite aus würde ich sagen, ja, das hat mir gefallen. Guck mal an, da haben wir schon das Kapellchen, was da beschrieben war. Ja, nur vom Heilbrunnen habe ich jetzt irgendwie nichts gesehen. So anscheinend bin ich an dem vorbeigelaufen. Oder der kommt noch, ich weiß es nicht. Naja, wie gesagt, von diesem Heilbrunnen, also nicht, dass ich nichts davon halte, aber so geschmacklich sind die jetzt nicht so mein Ding. Ne? Also ich hatte mal einen, der war stark magnesiumhaltig. Naja, ich habe nichts gegen Magnesium, aber eine Überdosis muss jetzt nicht auch sein. Ja, da haben wir ein Kapellchen, da haben wir einen Hintereingang. Ja, falls jemand möchte, da steht Besen und Schaufel, kann er sich hier damit vergnügen, das Ding ein bisschen sauber zu halten. Ne? Ich würde ja gerne mal interessieren, ob das Ding überhaupt noch benutzt wird oder ob es wie viele andere Sachen auch einfach nur rumsteht. Aber in dem Zustand, wie es ist, würde ich sagen, hier kommt doch öfter jemand mal her und pflegt das Ganze. So, scheiße. Jetzt habe ich hier Kapelle. Achso, das ist nur der Weg dahin. Gut, Startziel, Parkplatz. Heilbrunnen. Ach, der kommt erst. Seht ihr mal. Gut, dann gehen wir hier lang. So, der hat, schön, genau, da habe ich drauf gewartet. Schaut euch das an. Ist zwar nur ein Brettchen, aber das ist aber herrlich. Ja, und dann wieder den wunderschönen schmalen Pfad, obwohl schmal ist relativ, es geht noch schmaler, wieder hinauf. Ja, ich lasse mich überraschen, was noch kommt. So, Ladies and Gentlemen, wie ihr im Hintergrund seht, bin ich jetzt gerade bei einem Wassertretbecken angekommen. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen Wasser treten, aber bei dem Wetter habe ich da jetzt wenig Ambitionen. Nichtsdestotrotz eine wunderschöne 2004 erbaute Schutzhütte. Da ist übrigens ein Basen, falls ihr wieder Bock habt, könnt ihr ein bisschen kehren. Sieht eher aus wie Schwein. Ja, Moment, ich drehe das Ganze mal, damit ihr auch mal was davon habt. So, ein bisschen runter. So, da habt ihr es hier. Schönes Wassertretbecken. Da ist sogar Wasser. Jetzt bin ich gespannt, könnte man daraus trinken oder nicht? Steht leider nichts dabei. Naja, ich denke mal, wenn man da durch einen ordentlichen Filter jagt. Wasser drehen, Armbad. Okay, steht jetzt nichts davon, ob das Trinkwasser ist oder nicht. Könnte sein. Und ja, ich habe jetzt nicht vor, es zu trinken. Na gut, dann machen wir uns mal weiter. Jetzt knapp 10 Kilometer hinter mir. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte. Eigentlich wollte ich nach Kochen und die Kochen-Ritter-Runde laufen. Aber ich bin im Moment ein bisschen unschlüssig, weil die von der Bahn wollen ja wieder streiken. Und eigentlich heißt es erst ab Sonntagabend. Aber ich hatte in der App schon einige Züge, die mir angezeigt wurden, die ausgefallen sind oder sich verspätet haben etc. Und da dachte ich aber, boah, bevor du da nirgendwo mehr ankommst oder so, lässt es lieber. Ich auch so ziemlich zum Ende der Wanderung. Nee, nicht der Scheiße, der Wanderung. Also war doch ganz okay. So, die Seen hier, die sind auch richtig schön. Also hier hat man landschaftlich ein bisschen was gemacht.
Das ist auch ganz okay so. Hier haben wir es. Moment, ich zeige es euch. So, Biotop am Heilbrunnen Schweich. Ja, und ich glaube, da oben ist der Heilbrunnen. So, deswegen werde ich jetzt mal da hochgehen. Nee, kein Heilbrunnen. Habe ich den jetzt doch verpasst? Ja, keine Ahnung. Irgendwo wird er mir schon entgegenkommen. Was haben wir denn da? Wer fährt denn da? Nett. Ja, habe ich den Heilbrunnen jetzt verpasst oder nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt er noch. Ich bin manchmal... Oder war das Wassertretbecken da hinten? Boah, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier so ziemlich das Ende. Ist nicht mehr weit, aber irgendwie komme ich doch auf... Na gut, jetzt sind 9,67 sagt meine Uhr, sind über 10 Kilometer, die ich jetzt gemacht habe. Viel ist es nicht, aber naja, besser als gar keine Wanderung. Ja, hier seht ihr, alles immer noch wolkenverhangen. Ich denke mal, der nächste Regenguss kommt. Da hinten sieht man schon wieder richtig fett am Regnen ist. Das Wetter war halt eben nicht so gut, aber ich hatte gestern schon Pause gemacht. Ich werde nicht heute schon wieder Pause machen. Und da habe ich mir gesagt, komm, da gönnst du dir einfach mal. Also die Wanderung war ja schon gut. Stellenweise doch ein bisschen anspruchsvoll, weil es doch steil nach oben ging. Und vom Sightseeing-Effekt so, ja, so der letzte Rest, so die kleine Kapelle war ganz nett. Ja, das Wassertretbecken, also ich muss im Sommer auf jeden Fall nochmal hierher und muss mal dieses Wassertretbecken ausprobieren, aber danach kann wahrscheinlich keiner mehr reingehen. Ja, deswegen, ich darf ja auch nicht mehr die Füße in die Mosel reinhalten, weil sonst löse ich wieder ein Fischsterben aus. Ja, was war denn noch Highlight? Ja, ja eben diese kleinen Miniseen in diesem, sagen wir mal, Erholungs- und Entspannungsbereich waren ganz nett und so, aber das war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagte so, boah, also da bin ich besser gegangen, da nehme ich euch auf jeden Fall noch mal hin mit. Und ja, da ist auch der Parkplatz schon, da steht auch schon das Auto. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei.